Fallende Kurse bei Linde. Ist das jetzt eine historische Kaufchance? Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Ja, viele Anleger stellen sich im Moment die Frage, ob sich ein Einstieg bei Linde lohnt. Die Aktie ist jetzt deutlich zurückgekommen. Wir sind in einer zweistelligen Korrektur und deswegen schaue ich mir heute die aktuelle fundamentale und technische Situation bei Linde an. Linde ist im Bereich der Industriegase und Engineering tätig und man produziert Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, Kohlendioxid und Edelgase. Und zudem hat man noch ein Engineering-Segment, in dem man Anlagen baut für Luftzerlegungsanlagen, Wasserstoffproduktion und LNG. Und primär kommen eben dann die Einnahmen ja, aus langfristigen Verträgen mit Industriekunden in Bereichen wie Chemie, Energie und Elektronik. Und was besonders wichtig ist, man versucht hier die globale Energiewende ja, weiter voranzutreiben und ist da führend in der Wasserstofftechnologie und einfach dieser Ausbau nachhaltiger Lösungen, eben wie zum Beispiel Wasserstoffwirtschaft, spielt eine immer größer werdende Rolle bei Linde und das ist auch ein wichtiger Wachstumsfaktor. Ja, als erstes schauen wir uns hier mal im Qualitätscheck die Aktie genauer an. Und wenn wir uns das mal genau ansehen, sehen wir, dass Linde langfristig ein sehr stabiles Unternehmen ist. Wir haben langfristig steigenden operativen Cashflow, steigende Gewinne, eine nette Dividende, die ja auch langfristig steigend ist und im Moment eine Payout Ratio von ca. 40% aufweist, also alles im absolut gesunden Rahmen und die langfristige Prognose zeigt auch, dass es weitergehen soll mit diesen ja, guten Gewinnen und guten Cashflows. Wenn wir uns den Umsatz und die Margen anschauen, sehen wir eben auch, dass der Umsatz laut der Prognose langfristig steigen soll. Die Nettomarge soll auch ja, relativ stetig bleiben, leichte Tendenz nach oben haben. Im Moment haben wir eine Nettomarge von 19,33% und das ist auch ein sehr starker Wert, liegt auch über dem historischen Durchschnitt. Also da schafft man es auch ja, immer effizienter zu werden. Wenn wir uns die Bilanz anschauen, dann sehen wir einen relativ großen Anteil an Goodwill hier. Liegt eben auch an der Fusion mit Praxair hier im Jahre 2017, 2018. Ist aber jetzt eher weniger ja, beunruhigend. Schuldenquote gesamt haben wir 47,41% und man tätigt jetzt seit 2019 hier Jahr für Jahr Aktienrückkäufe. Das ist natürlich sehr schön. Also wir bekommen hier Rückenwind als Aktionär und ich gehe tatsächlich auch davon aus, dass Linde hier weiter eigene Aktien zurückkaufen wird. Ja, schauen wir uns mal die Multiples, also die Bewertung im Vergleich der letzten 5 Jahre an. Wenn wir das hier mal genauer anschauen, sehen wir, dass wir im Moment deutlich unter dem Schnitt der letzten 5 Jahre liegen. Der liegt nämlich hier beim KGV bilanziert bei 37,34. Jetzt haben wir aber aktuell nur noch 26,2, also 11 Punkte unter dem Schnitt der letzten 5 Jahre. Das gleiche gilt auch für das KGV bereinigt. Auch da liegen wir leicht drunter und das sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus. Wenn wir uns den fairen Wert anschauen, wir gucken jetzt hier mal auf Sicht der letzten 3 Jahre, also mit dem Gewinn der letzten 3 Jahre, da sehen wir, dass eben hier aktuell der Kurs genau um den fairen Wert herum liegt. Wenn wir da jetzt mal einen Einstieg simulieren und die ja, mittleren Prognosen hier der Analysten wählen, dann hätten wir bis zum Jahr 2028 aufs Jahr gerechnet eine Rendite von 11,2%. Ja, also durchaus interessant. Und ja, Linde hat sich jetzt praktisch das erste Mal ja, durchaus schon seit ja, 1, 2 Jahren hier an diesen fairen Wert jetzt angenähert. Von dem her könnte sich da Linde definitiv auch anbieten für eine ja, tiefgründige Analyse. Ja, ganz klar, also der wichtigste Bereich sind die Industriegase. Hier hat man auch eine operative Marge von 29%. Ergänzend dazu gibt es eben dieses Segment Engineering. Da hat man aber auch noch gutes Wachstum und da beträgt die operative Marge 22,73%. Ja, also wichtigstes Segment auf jeden Fall Industriegase. Bei den regionalen ja, Segmentverteilungen sieht es sehr, sehr diversifiziert aus. Wichtigster Markt ist auf jeden Fall USA. Aber die restlichen geografischen Verteilungen ja, sind sehr gleichmäßig. Also natürlich hier EMEA, Deutschland, China, United Kingdom, Australien. Es ist ein globales Unternehmen. Auf jeden Fall ja, einfach sehr, sehr stark schon aufgestellt.
Bevor wir jetzt zum Investor Relations kommen und ja, noch ein bisschen auf die letzten Quartalszahlen hier blicken bei Linde. Wenn du noch nicht Abonnent dieses Kanals bist, dann jetzt auf jeden Fall Abo dalassen. Ist natürlich völlig kostenlos. Daumen nach oben für dieses Video, wenn dich solche Themen interessieren und dir dieses Video gefällt. Es hilft mir wirklich sehr weiter. Vielen Dank. So, gucken wir mal auf die letzte Investor Presentation und hier sehen wir mal im Q3 2024 eben die einzelnen Endmärkte und da sehen wir Healthcare, Food and Beverage, Electronics, Manufacturing, ja, Chemicals and Engineering, Metals and Mining und dann eben die einzelnen Prozentzahlen sowie das Wachstum der Sales und sehen, dass hier der wichtigste Wachstumsmarkt im letzten Quartal Electronics waren und danach eben sowas wie ja, Food und Beverage. Ja, das Wachstum ist relativ moderat. Es ist natürlich jetzt hier auch im Vergleich zum Vorjahr, also es ist kein ja, Hochwachstumsunternehmen mehr, es ist ein hochqualitativer Value-Titel und das darf man natürlich auch nicht vergessen. Also die Aktie wird jetzt kein Highflyer sein, es ist eben auch von dem Risiko her ja, eher moderat. Aber natürlich keine Anlageberatung. Ich habe das Unternehmen auch noch nicht im eigenen Depot, aber es steht eben auch bei mir auf der Watchlist. Wenn wir uns die Sales hier im Vergleich zum Vorquartal anschauen, dann ist hier ein Zuwachs von 1% zu verzeichnen. Der operative Gewinn ist um 2% hochgegangen. Und was besonders also heraussticht, sind jetzt hier die operativen Cashflows. Die sind um 42% angestiegen und Engineering-Segment ist um 2% year over year gewachsen. Also gute Ergebnisse kann man auf jeden Fall sagen. Es ist eben einfach kein Hochwachstumsunternehmen. Wenn wir uns die Kapitalallokation ansehen, dann können wir feststellen, dass Linde auf jeden Fall hier Wert legt auf Aktienrückkäufe und auch auf Dividenden. Aber an sich hat man natürlich auch ein sehr starkes Balance Sheet. Das haben wir ja auch vorhin schon gesehen. Außerdem haben wir jetzt hier noch die 2024er Guidance und hier erwartet man ja, so 8 bis 10% Wachstum im Vergleich zu 2023. Also auf jeden Fall durchaus eine gute Position, in der sich Linde hier befindet. Ja, Sales by End Markets, die können wir uns hier nochmal anschauen. Also wie gesagt, ist hier Healthcare ganz weit mit vorne, danach Chemicals and Energy. Dann Manufacturing, Electronics ist jetzt hier eher ein kleinerer Teil in diesem Amerika-Segment. Bei APAC sehen wir, dass Electronics und Chemicals der größte Markt ist. Bei EMEA eben Manufacturing. Also wir sehen, man ist auch alleine, also jetzt nach Regionen verteilt, nochmal sehr gut breit aufgestellt und gestreut hier in den einzelnen Segmenten. Und man ist da auch nicht abhängig von einem einzigen ja, Markt. Außerdem hat man hier noch 10 Milliarden in der Pipeline, also im Backlog stecken, also von den Zukunftsaussichten. Da sieht es auch völlig in Ordnung aus bei Linde und die ESG-Performance, die sieht auch sehr positiv aus und man möchte jetzt hier eben diese minus 35% Reduction erreichen von 2018 bis 2020. Also das ist hier ja, einfach schon sehr, sehr gut gelungen und das sieht eben auch ja, weiterhin sehr positiv aus. Ja, man möchte auch über 10% Earnings per Share Growth hier erreichen. Im Moment sieht es da auch relativ gut aus, aber dennoch steckt die Aktie jetzt hier in der Korrektur. Wir gucken uns jetzt erst nochmal die Dividende an, bevor wir auf den Kursverlauf kommen. Und da sehen wir eben auch, dass die wirklich sehr schön langfristig erhöht wird. Und die Prognose geht jetzt auch davon aus, dass es so weitergeht. Gehe ich auch davon aus. Also ich denke, dass Linde weiterhin die Dividende erhöhen wird. Aktuell haben wir so eine Dividendenrendite von 1,3% ungefähr. Und im letzten 5 Jahren ist die Dividende circa um 10% gesteigert worden. Ja, jetzt gucken wir uns gleich den Chart von Linde an, bevor wir dazu kommen. Wenn du noch auf der Suche bist nach einem Aktienbroker, und zwar dem günstigsten in Deutschland, wo du echte Schweizer Aktien handeln kannst und eine sehr, sehr schöne analytisch aufbearbeitete Oberfläche, dann kann ich dir hier Finanzen.net Zero empfehlen. Da kannst du mit erst angepinnten Kommentar oder dem Link in der Beschreibung ein Konto öffnen und kannst 25 € Neukundenprämie kassieren. Und es ist natürlich auch für mich indirekt eine Unterstützung. Vielen Dank. So, jetzt gucken wir uns aber Linde mal im langfristigen ja, Chart an und bewerten, wie da die Situation im Moment ist.
Als erstes befinden wir uns jetzt hier auf Monatsbasis und hier habe ich mal diesen obligatorischen Trendkanal eingezeichnet und wir sehen, ja, dass wir uns hier schon Richtung unteres Ende dieses Trendkanals ja, schön langsam bewegen. An sich ist ja, diese Korrektur auf jeden Fall völlig im Rahmen. Die war auch ja, mal nötig. Wir sind natürlich jetzt auch schon stark gelaufen seit dieser letzten Korrekturphase. Haben auch immer mal wieder hier in den letzten Jahren Korrekturen so ja, 25, 30% gesehen, aber eher in diesen wirklich historischen Korrekturphasen, in diesen kleineren Korrekturen, die einfach mal ja, so einen Zwischenschnitt dargestellt haben. Da waren es dann meistens eher ja, 18%, 15%, sowas in dem Rahmen. Und wenn wir uns die aktuelle Korrekturlänge jetzt mal anschauen, also vom letzten Allzeithoch bis jetzt, dann sehen wir, sind hier 15% auf dem Tacho stehend, also minus 15% nach aktuellem Kursniveau haben wir korrigiert. Im Tief waren es sogar etwas mehr. Von dem her könnte sich, wenn das eine mittelfristige Korrektur ist, hier vielleicht ja schon ein Einstieg anbieten. Also wenn wir die Fibonacci Retracements im Monatstrend hier uns anschauen, dann würde der Monatstrend erst unter 262 US-Dollar brechen und die wichtigste historische Zone wäre auf jeden Fall bei 350 US-Dollar. Das ist auf jeden Fall ja, die allerwichtigste und stärkste Unterstützungszone. Alternativ würde hier jetzt oben noch eine kleinere Unterstützung liegen, nämlich so um die 400 US-Dollar. Die wäre auch sehr spannend. Hier liegt auch relativ viel Volumen, wie wir feststellen können. Hier unten bei diesem grünen Bereich liegt natürlich noch mehr, aber das wäre so ja, einer der zweitwichtigsten Unterstützungen, die jetzt eben schon eher am aktuellen Kurs liegt. Und drunter wäre tatsächlich auch noch relativ viel Akkumulation. Aber ja, also diese kleine Unterstützung hier wäre definitiv ausreichend, um mal hier einen ersten Bounce und vielleicht auch ein erstes Kaufsignal auszulösen. Wir müssen auf jeden Fall festhalten, wir sind hier nach oben gelaufen, konnten hier nicht wirklich ein signifikantes neues Allzeithoch ausbilden, sind jetzt eben nach unten gekommen und haben hier den Trend gebrochen mit Unterschreiten von diesen 415 US-Dollar. Und jetzt ist eben die Frage, etablieren wir hier direkt einen Abwärtstrend und fangen uns erst wieder hier unten in dem grünen Bereich oder bauen wir jetzt hier einen langfristigen Boden und schießen dann auf neue Allzeithochs. Wir haben auf der Bewegung nach unten die 200-Tage-Linie verlassen. Das heißt, es wird hier schon einiges an Zeit brauchen, bis wir wieder nach oben kommen. Aber Linde ist langfristig auf jeden Fall eine absolut interessante Aktie. Wenn wir uns das kurzfristige Chartbild ansehen, sehen wir, dass hier ja wirklich viel Druck nach unten da ist. Da gibt es wenig Gegenwehr von den Bullen und hier oben ist auch noch eine Kurslücke offen, die dann nochmal zusätzlich als Widerstand nach oben dienen würde. Dazu kommt natürlich hier die 200-Tage-Linie und ja, letztlich dann das Allzeithoch. Das allererste Einstiegssignal, das ist wirklich absolut aggressiv. Wenn man da reingehen würde, wäre im Moment hier über 427 US-Dollar. Aber diese Bewegung nach unten, die ist wirklich aggressiv und sehr dynamisch. Also da brauchen wir auch eher über mehrere Wochen, mindestens mal bis in den Februar rein, eine Bodenbildung jetzt auf diesem Niveau. Und dann kann man sich bei einem Kaufsignal eben nochmal genau anschauen, wie der Kurs aussieht und ob das ja, sich für einen selber lohnt, hier langfristig einzusteigen. Also ich finde Linde auf jeden Fall sehr interessant und ist eben, wie bereits gesagt, bei mir ganz oben auf der Watchlist. Wir können uns auch hier mal das Chance-Risiko-Verhältnis anschauen. Also wenn wir da aufs letzte Allzeithoch gehen, vom aktuellen Niveau aus und ja, mal so eine mittelfristige Korrektur unter dieses letzte Tief legen, hätten wir schon ein sehr gutes CRV von 3. Ultra langfristig, also wenn wir als Strategie hier nehmen, dass der Monatstrend bricht und wählen das als Ziel, dass der Aufwärtstrend praktisch fortgesetzt wird, langfristig, dann wäre es jetzt hier ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1. Also das ist noch nicht wirklich eine historische Kaufchance, die wäre dann eben erst hier unten im grünen Bereich. Da hätten wir dann eher 2,5, das wäre dann schon deutlich attraktiver. Also Fazit, ich bin sehr überzeugt von Linde, glaube auch weiterhin an die ja, langfristige Outperformance. Ich glaube auch, dass das Unternehmen
Ja, ein wichtiges Unternehmen ist, auch einfach eine sehr, sehr starke Marktstellung hat, absolut systemrelevant, braucht aber jetzt eben hier noch eine Stabilisierung und wenn die erfolgt, dann würde ich auch hier eine erste Position eröffnen bei Linde, bin da aber, wie bereits gesagt, jetzt noch nicht investiert und deswegen, warte ich die Situation jetzt hier erst mal ab. Klar, also wenn jetzt hier die Stabilisierung kommt, dann wird es für mich erst mal 'ne erste Tranche sein und mal schauen, wie sich dann der Kurs entwickelt. Kann ja auch sein, wir bauen jetzt hier den Boden, laufen nach oben, sehen dann nochmal einen Rücksetzer. Dann kann man ja auch gegebenenfalls mit mehreren Tranchen hier arbeiten. Ja, genau, aber das war's hier mal zu meiner kleinen Analyse zu Linde. Lass mich doch gerne mal wissen, was hältst du aktuell von der Aktie? Bist du da auch im Moment am Überlegen, ob sich ein Einstieg lohnt? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja, das war's für heute. Jetzt auf jeden Fall Daumen nach oben da lassen, Glocke abonnieren, nicht vergessen, dann verpasst du auch keine Analysen mehr von mir. Gerne natürlich auch deine Meinung jetzt in den Kommentaren dazu dalassen. Und wenn du dich jetzt noch interessierst für meine letzten Videos, dann kannst du hier diese mal auschecken. Sind auch sehr spannende Antizipationen für 2025 dabei. Zum Beispiel die Top-Sektoren, die jetzt im kommenden Jahr bzw. in dem aktuell angelaufenen Jahr spannend werden könnten. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und ciao.